es soll der Satz gefallen sein, bei Herrn Lindner, die Fressen kann ich nicht mehr sehen. Also war das wirklich so vergiftet? Mein Verhältnis nicht, nein. Zu ihm nicht? Zu ihm nicht, zum Bundeskanzler nicht. Also nein, ich habe das bedauert, dass die Regierung, oder bedauert, ich habe es für politisch falsch gefunden. Es war jetzt nicht so, dass ich fand, das war die geschmeidigste und freundlichste Regierung, die Deutschland jemals gesehen hat. Ja, das war auch schon ein bisschen überhöht, ehrlicherweise, auch wenn man sich da also eine Regierung ist halt ein Zweckbündnis für eine gewisse Zeit und so muss man es sehen. So nüchtern am Anfang ist keine... Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute nehmen wir uns mal die neueste Peinlichkeit bei Karin Mioska vor. Robert Habeck als strahlender Held der Grünen. Klingt wie ein schlechter Witz, oder? Während die Menschen in diesem Land kämpfen, wird hier ein Politiker gefeiert, der das Land in den Abgrund führt. Mit Machtfantasien und einem Test, wie weit man die Bürger eigentlich drangsalieren kann. Leute, ehrlich, das ist nicht mehr zum Aushalten. Lasst uns zusammen mal klarstellen, was wirklich Sache ist. Also bleibt dran, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Jetzt geht's los. Ja, die Umfragen, sind wir noch bei 11 bis 14%? Die Umfragen gehen leicht nach oben, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern tatsächlich in der Partei, bei den Menschen, mit denen ich rede. Bei den Begegnungen, die ich habe, ist natürlich eine ganz andere Situation da als die letzten 3 Jahre, wo man in der Ampel war, wo der Streit permanent da war, wo das Erste, was ich gehört habe, das nächste Mal, wenn du mit Lindner oder Scholz redest, nicht das und das und das sagen oder das und das machen, sondern das hätte es keinen Sinn mehr zu sagen, weil Lindner ja nicht mehr da ist. Also jedenfalls nicht so sehr in meinem Leben. Aber Olaf Scholz ist noch deswegen da. ist es natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Was ist dein Plan für Deutschland? Und nicht, welchen Kompromiss macht die Ampel als nächstes? Das ist schon eine sehr andere Stimmungslage jetzt. Und dennoch wundere ich mich über Ihre Bescheidenheit. Sie könnten sich ein Beispiel an Olaf Scholz nehmen. Der steht in den Umfragen genauso da wie Sie und ist sogar unbeliebter als Sie und ist trotzdem total überzeugt von sich. Welchen Sender sind Sie denn? Vom Norddeutschen Rundfunk. Ja, so sind Sie auch. So sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist. Naja, er ist ja erstmal Bundeskanzler und ich weiß gar nicht, ob Bescheidenheit jetzt ein Vorwurf ist. Nee, ich wundere mich nur darüber, weil ich finde, es Was passt gar ist so nicht. verwunderlich an Bescheidenheit? Bescheidenheit heißt ja nicht, dass wir ohne Anspruch oder ich ohne Anspruch reingehe in diesen Wahlkampf. Aber dass ich schon finde, man muss darum werben, beziehungsweise sich das Vertrauen, das damit einhergeht, erarbeiten. Und der Anspruch selbst, mit Verlaub, ist sehr unbescheiden. Das ist aber ein politischer Anspruch. Ich glaube schon, und daher leitet sich auch die Kandidatur ab für mich, dass meine Person und die Partei, die ich repräsentiere, Antworten geben, die die anderen nicht geben. Wenn Sie wollen, zähle ich sie auf. Nee, will ich jetzt gerade noch nicht. Ja, aber da kommt es her. Da kommt es her und ich würde schon sagen, ehrlicherweise nur wir an der Stelle. Ist das der Grund, warum Sie diesen Führungsanspruch anmelden? Genau, Sie melden Anspruch an, aber sagen es irgendwie nicht richtig. Ich darf mal einen Satz zitieren aus Ihrer Rede beim Parteitag. Der Anspruch auf Führung erwächst nicht aus persönlicher Eitelkeit, sondern aus der Objektivität der Wirklichkeit. Wenn ich das mal übersetzen darf, würde ich sagen, Sie sind persönlich nicht eitel, aber gerade am besten geeignet, die Probleme der Zeit zu lösen. Ist das richtig so? Die Antworten, die wir geben oder die ich gebe, in der Tat, meine ich, reichen ran an die Dimension der Wirklichkeit und sie unterscheiden sich von der anderen Parteien. Ich würde nicht und will nicht in Frage stellen, dass wir die globale Erderwärmung eindämmen müssen, auch in Deutschland und in Europa, und sehe darin einen Wettbewerbsvorteil für Deutschland im Unterschied zu anderen. Ich sehe in der weltpolitischen Lage, dass wir europäisch uns einigen müssen und nicht auf America First, Germany First rufen müssen, im Unterschied zu anderen. Und daraus ergibt sich dann ein inhaltlicher Führungsanspruch. Herr Habeck, zum Thema Kommunizieren ist uns aufgefallen, dass Sie rückblickend auf das Gebäudeenergiegesetz im Juli Folgendes gesagt haben. Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, also wie heizen wir in Zukunft, war ja auch ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen. Und ich bin zu weit gegangen. Ein Test und ich bin zu weit gegangen.
Haben Sie das spontan gesagt oder darüber nachgedacht? Nein, das habe ich spontan gemacht. Ich weiß, was daraus gemacht wurde. Damit war natürlich nie gemeint, ich wollte mal was testen oder im Sinne eines Menschen Versuchlabors zu Versuchskaninchen machen, sondern Das ist doch gar nicht unsere Frage. Es geht doch darum, dass Sie aus Gründen des nackten Machterhalts, und das gilt vor allem für Sie ganz persönlich, jetzt nicht das Richtige tun, weil Sie nicht den Mut gefunden haben, rechtzeitig mit allen Demokraten in diesem Lande ein offenes, verbindliches Gespräch zu führen und zur Gemeinsamkeit zu kommen. sondern es war flapsig und ein bisschen norddeutsch formuliert, dass, wenn es konkret wird, also die abstrakten Bekundungen, dass wir alle für Klimaschutz sind, wenn sie dann zu konkreten Handlungen führen, die Debatten anders laufen. Das kennen wir ja aber aus vielen anderen Bereichen. Wenn erneuerbare Energien zu Windkraftanlagen in der unmittelbaren Nachbarschaft führen, dann gibt es auch manchmal Nachfragen oder Proteste. So war es gemeint. Wozu sind denn die Leute bereit? Wir wissen ja, dass die Erderwärmung wirklich eine existenzielle Bedrohung ist. Wie weit kann man denn gehen in Deutschland, wenn das so große Herausforderungen sind? Ich denke, dass wir, wenn wir es klug machen, wenn wir auf die Menschen zugehen und den Menschen zuhören, ich den Menschen zuhöre, wenn die Dinge einfach gemacht werden und wenn der Nutzen in der Gegenwart da ist, also wenn man mit Klimaschutz auch Geld sparen kann, dann sehr weit. Und auch das hat diese Debatte gelehrt, dass man oder ich diese drei, wie soll ich sagen, Gesichtspunkte in der Debatte nicht gut genug oder nicht scharf genug dargestellt habe. Aber das kann man jetzt ja für die Zukunft anwenden und haben wir in dem Gesetz auch getan. Aber zum Thema Zumutung, man kann so weit gehen, wenn die Leute sich nicht zu sehr einschränken müssen. Man kann die erneuerbaren Energien und die veränderten Techniken so nutzen, dass Menschen Geld sparen. So ist es ja heute jetzt schon auch mit den hohen Zuschüssen. Und jetzt ist es interessant, wo die politische Debatte jetzt steht. Das ist ja alles Vergangenheit und irgendwie Rückschau an der Stelle. Und jetzt ist interessant, was die Zukunft uns sagt. Und wenn ich das sagen darf, die Ankündigungen der Union sind, dass die Förderung der Wärmewende eingestellt werden soll. Mindestens halbiert, das ist die beste Aussage. Ja, aber das muss man sich klar machen. Also was die Union anbietet, ist, dass alle Leute, die eine Heizung tauschen wollen, 10.000 € weniger bekommen. Das ist die Ansage der Union im besten Fall, denn ich kenne auch Aussagen, die sagen, die kriegen gar nichts mehr. Das heißt dann wiederum, dass sie die Leute mit den fossilen Energien alleine lassen und die werden teurer werden. Wir werden das jetzt erleben, dass wir entweder die Klimaschutzziele aufgeben oder die fossilen Energien werden teurer. Und insofern ist viel relevanter, als zurückzugucken, nach vorne zu gucken. Und da sind die Anlagen sehr interessant. Und ich kann nur sagen, wenn man den Plänen der Union folgt, werden die Menschen in Deutschland an der Stelle ärmer werden. Das ist der Punkt, an dem ich darauf hinweise, dass wir im Wahlkampf sind und dass Sie das sagen müssen. Und wir kommen jetzt auch zum Wahlkampf. Ich sage das gar nicht freiwillig. Ich wäre sehr froh, wenn die Union sagen würde, wir lassen das alles so. Die Menschen vertrauen darauf, dass wir sie unterstützen bei der Transformation. Aber sie sagen das ja permanent. Jens Spahn läuft durch die Lande und sagt, wenn ich was zu sagen habe, mache ich das alles wieder weg. Das kann nur zur Konsequenz haben, dass die Menschen das entweder alleine bezahlen müssen. Das ist schon eine teure Tasse Tee. Oder man gibt die Klimaschutzziele auf. Das wird noch eine viel teurere Tasse Tee. Also insofern, fragen Sie die anderen. Ich trinke mal Tee mit einem Unionsvertreter, wenn er das nächste Mal hier ist, und werde ihn das fragen. Aber ich möchte gerne mit Ihnen über Ihren Wahlkampf sprechen. Sie haben uns eine Idee geklaut, Herr Habeck. Ich Ihnen? Ja, ich bin großzügig, also ich bin nicht so schnell sauer, aber das muss ich Ihnen sagen, Sie wollen nämlich Tischgespräche führen, was wir hier auch machen. Sie wollen Aber haben Sie noch nicht gefrühstückt? Woher wissen Sie das? Weil die Sendung abends ist, aber vielleicht gibt es ja Nudeln oder so. Herr Habeck führt Küchentischgespräche und hat dazu bei den sozialen Medien aufgerufen. Vielleicht reden wir am Küchentisch. Ich finde es jedenfalls schön, Sie laden mich ein und wann immer die Zeit es zulässt, baue ich Küchentischgespräche in meinen Alltag ein, bevor der Wahlkampf so richtig losgeht. Wie viele Küchentische wollen Sie besuchen in den verbleibenden 91 Tagen? Also intensiv bis Weihnachten. Danach, denke ich, wird eine andere Wahlkampfphase beginnen. Also nach den Weihnachtsferien, denke ich, geht es richtig los, auch für alle Parteien. Es sind jetzt ja noch, wie viel haben wir? 3 Wochen, 4 Wochen noch, denke ich, bis Weihnachten hin. Und wenn es gelingt, dann 2, 3 pro Woche unterzubringen, das ist so ungefähr der Plan. Einen Besuch haben Sie schon hinter sich. Ihr Team hat einen Besuch bei einer Erzieherin veröffentlicht auf den sozialen Medien. Gucken wir uns die Bilder mal an.
Genau, da sind Sie bei einer Erzieherin und sitzen jetzt gleich mit ihr am Küchentisch und hören sich Ihre Probleme an. Herr Habeck, wie intim, wie authentisch, wie ehrlich kann so ein Gespräch am Küchentisch sein, wenn 3 Kameras und ein ganzes Team dabei sind? Wie ehrlich ist es hier? Entschuldigung, das ist hier eine Fernsehkamera, es gucken Millionen Leute zu. Sie sind Profi, ich bin Profi, die Erzieherin wahrscheinlich nicht. Ist doch ein Unterschied, oder? Doch, wenn es gut läuft, glaube ich, kann man das vergessen. So habe ich es wahrgenommen. Ist natürlich ein Versuchsballon, aber die Leute, die mich einladen, wenn ich dann komme, wissen schon, dass ich über das, was ich mit den Menschen berede, auch reden werde, dass man das zeigen soll, weil sich damit ja ein politischer Gedanke verbindet. Ich treffe natürlich ganz viele Menschen auch so im Alltag oder dann meistens dann ja im Wirtschafts- oder im Energiebereich, was nicht dann dauernd dokumentiert wird. Und bei diesem Gespräch, Isabel hieß die junge Dame, war es so, dass ich glaube, wir beide vergessen haben, dass wir verkabelt waren und dann eine Stunde einfach geredet haben, als wenn wir Nachbarn. Machen Sie auch welche ohne Kameras? Ich rede mit Leuten, natürlich. Auch Küchengespräche, also dass Sie auch wirklich hinfahren und mit Leuten reden, oder wird das immer mit Kameras begleitet? Die Menschen, denke ich, die sich jetzt an mich melden, möchten auch ihre Probleme in die Öffentlichkeit bringen. Also insofern ist das jetzt schon tatsächlich als Gesprächsformat für die Dokumentation gedacht. Aber natürlich treffe ich ja andere Leute und besuche Leute hin und wieder und wir reden auch am Küchentisch. Aber das, was jetzt sozusagen als politische Botschaft sich damit verbindet, ist ja erstens das Konkrete, was die Menschen erleben. Das war in diesem Fall eine Erzieherin, die ganz toll darüber gesprochen hat. Also toll kann man gar nicht sagen, weil das ja so bedrückend ist, wie der Alltag ist und dass ihnen einfach Personal fehlt. Wir haben uns das angesehen, genau. Aber also damit verbindet sich ja eine Idee über den Alltag von Erzieherinnen oder Pflegekräften oder ich weiß nicht, wen ich noch treffen werde, Rentner oder Alleinerziehende hinaus, nämlich, dass man darüber mal reden soll. Also der Gedanke dahinter ist, einen politischen Kulturraum wieder aufzumachen, wo auch Vizekanzler und Spitzenkandidaten zuhören. Also das war nicht ganz ehrlich. Was Sie hätten auch seit 3 Jahren in der Regierung auch schon mal machen können. Haben wir auch ganz viel natürlich in den verschiedenen Gesprächen, aber immer fachlich. Also nicht gesagt, wo drückt dich der Schuh, sondern am Ende bist du ja dann in dein Fachkorsett eingebunden und dann hörst du zu da, wo da die Gesetzesinitiative ist. Und jetzt ist der Wahlkampf ja in einer Übergangsphase von einer alten Regierung zu einer sich findenden neuen Regierung. Aber vielleicht ist das jetzt gar nicht die allererste Frage. Also wer kriegt die neue Mehrheit, sondern was lernen wir eigentlich aus dem Scheitern der Ampel wirklich? Und ich finde, daraus kann man unter anderem lernen, dass eine rechnerische Mehrheit zu haben, denn die hatten wir ja, nicht bedeutet, dass man eine gesellschaftliche Mehrheit hat. Also müssen wir auch im Regierungsstil, im politischen Stil, im Stil des Landes etwas ändern. Und das ist ein ganz kleiner Beitrag dazu. Und die Leute, die mich einladen, da kann ich nur Danke sagen, dass sie sich diesem Gesprächsprozess öffnen und bereit dafür sind. Darf ich Ihnen auch einen Stil anbieten und Sie fragen, wären Sie bereit für ein paar Küchentischfragen von mir? Absolut. Geht los. Wenn Sie in eine Zauberküche kämen, Herr Habeck, in denen Ihnen ein Wunsch, aber eben nur ein Wunsch erfüllt werden kann, welchen würden Sie nehmen? Bundeskanzler werden oder den Literaturnobelpreis kriegen? Ich hätte jetzt was ganz anderes gesagt. Ich würde mir Frieden in Europa wünschen. Nein, ich meine es im Ernst. Ist ein bisschen spielerisch. Ja, aber Bundeskanzler oder Literaturnobelpreis? Deswegen kann ich da auch nicht so richtig drauf gehen. Literatur mache ich ja schon seit 20 Jahren nicht mehr. Also insofern ist das Quatsch, Entschuldigung. Und Bundeskanzler ist kein Traum oder kein Wunsch, sondern das ist ein Job, den man sich gar nicht wünschen sollte, wenn man vernünftig darauf schaut, weil es so anspruchsvoll und so harte Arbeit ist. Das habe ich jetzt ja eng und tief mit begleiten können. Und das ahnt man ja auch, wenn man von außen drauf guckt. Also insofern, in Zauberküchen würde man sich was anderes wünschen oder was anderes kochen. Tut mir leid, dass ich Ihr redaktionelles Konzept jetzt durcheinander bringe. Überhaupt nicht. Ich stelle einfach weiter. Was müssen Sie für Christian Lindner und Olaf Scholz kochen, damit die beiden wieder miteinander sprechen? Spaghetti Bolognese. Da wären Sie schon nicht dabei, weil Sie Vegetarier sind. Dann Spaghetti Arrabbiata oder was auch immer. Aber irgendwas, wo man sich die weißen Hemden bekleckert und drüber lacht. Welches Schuhwerk tragen Sie in der Küche, Herr Habeck? Pantoffeln oder sandalenartige Latschen?
privat jetzt, ganz privat, meistens ausgetretene Joggingschuhe. Okay. Gerhard Schröder hat 1998 das Verhältnis der SPD zu den Grünen folgendermaßen definiert. Der Größere ist Koch, der Kleinere ist Kellner. In welcher Konstellation wären Sie gern der Koch? Ich bin schon ganz froh, dass Gerhard Schröder nicht mehr aktiv mitmischt in der Politik. Es reicht mir schon, was ich von der Seitenlinie manchmal höre. War das Problem? Lautes Lachen hier im Publikum. War das ein Problem der Ampel, dass da zu viele Köche den Brei verdarben? Nee, das war nicht das Problem. Es gab andere Probleme, aber nicht, dass zu große Egos im Raum standen. Das war nicht das Problem. Das Problem war, wenn ich es beschreiben darf, dass wir schon von Anfang an wussten, dass wir in der Finanz- und Wirtschaftspolitik sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Die hat aber, als wir das Bündnis gegründet haben, Ende 2021 nicht die dominante Rolle gespielt. Wir haben uns quasi auf weiter so geeinigt, weder eine Reform der Schuldenbremse noch große Steuererhöhungen oder große Steuersenkungen. Es blieb einfach alles so, wie es war, aber es gab genug zu tun, gesellschaftliche Reformprojekte voranzubringen. Fachkräftezuwanderung, Staatsbürgerschaftsrecht, so etwas. Und dann kam der Ukraine-Krieg, also Russlands Angriff auf die Ukraine. Dann wurden die Energiefragen auf einmal dominant. Da haben wir uns wirklich zusammengefunden und in großer Geschwindigkeit maximale Leistung aus dem Land rausgeholt, muss man sagen. In einer zweiten Phase haben wir die hohen Energiepreise. Damals ging es dann mit Sondervermögen und auch für die Bundeswehr ein Sondervermögen geschaffen. Und als das Geld weg war, also als das Verfassungsgericht dann da war, haben wir gemerkt, dass die alte Verabredung nicht mehr passte und die neue uns drohte zu zerreißen. Aber das war objektiv so und nicht, Hätte man dann neue Typen sind. Verabredungen treffen müssen? Denn nach den Zeitrecherchen, die veröffentlicht haben, wie die FDP geradezu generalstabsmäßig den Ausstieg aus der Ampel geplant haben soll, steht jetzt Christian Lindner als Alleinschuldiger da. Ist das auch in Ihren Augen richtig? Ricarda Lang hat jetzt gesagt, er hat immerhin nach dem Urteil zum Haushalt als einziger gesagt, wir müssen neu verhandeln. Es hätte nichts gebracht. Wir hätten den gleichen Punkt, der jetzt zum Bruch der Ampel geführt hat, genau da wieder erwischt, beziehungsweise wir hatten ihn. Wir haben ja damals, für diejenigen, die sich daran noch erinnern wollen, es gab dieses Verfassungsgerichtsurteil, das über den Klima- und Transformationsfonds hinaus Wirkung hatte, weil alle Maßnahmen, Energiepreise abzudenken, also für die Bürgerinnen und Bürger, für die Menschen in diesem Land, die Strompreise oder die Fernwärmepreise oder die Gaspreise noch ein weiteres Jahr zu dämpfen, weggenommen hat. Und damit der Druck auf die Wirtschaft, auf die Industrie, die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Inflation wieder oder noch höher geworden ist. Und das war damals schon nicht zu überwinden. Schon damals wurde darüber gesprochen zwischen Christian Lindner, Olaf Scholz und mir, ob wir nicht jetzt dann mit einer Notlage darauf reagieren wollen. Das ist das, was dann ein Jahr später zum Bruch der Koalition geführt hat. Und es war damals schon nicht zu einen. Also insofern, das ist schon richtig von Ricarda Lang markiert, der entscheidende Punkt gewesen, wo diese Regierung nicht mehr weiterkam. Hat sich dann noch ein Jahr durchgeschleppt. Aber es hätte keinen Sinn gehabt, einen Koalitionsvertrag neu zu machen. Die weltanschaulichen oder die politischen Analysen gingen doch zu weit auseinander. Und wie vergiftet war die Stimmung? Olaf Scholz war ja sehr wütend, ist immer noch sehr wütend, wenn er sich dazu äußert. Und es soll der Satz gefallen sein bei Herrn Lindner, die Fressen kann ich nicht mehr sehen. Also war das wirklich so vergiftet? Mein Verhältnis nicht, nein. Zu ihm nicht? Zu ihm nicht, zum Bundeskanzler nicht. Also nein, ich habe das bedauert, dass die Regierung, oder bedauert, ich habe es für politisch falsch gefunden. Es war jetzt nicht so, dass ich fand, das war die geschmeidigste und freundlichste Regierung, die Deutschland jemals gesehen hat. Ja, das war auch schon ein bisschen überhöht, ehrlicherweise, auch wenn man sich da also eine Regierung ist halt ein Zweckbündnis für eine gewisse Zeit und so muss man es sehen. So nüchtern am Anfang ist keine Schicksalsgemeinschaft und auf Gedeih und Verderb für ewig. Also da fallen mir am Anfang immer zu schnell zu große Worte. Wenn man sich vernünftig verträgt, ehrlich miteinander umgeht und sich an Verabredungen hält, dann ist ja schon mal viel erreicht. Und umgekehrt ist es dann gescheitert. So. Und ich fand es an dem Tag oder in der historischen Konstellation einfach politisch falsch. Das holt uns jetzt ja auch ein und das Land ein. Wir haben halt keinen Haushalt. Das heißt, bestimmte Programme oder bestimmte finanzielle Konsistenzen, die werden jetzt
in sehr, sehr dünnes Wasser oder ist das flaches Wasser geraten. In einer Phase, wo ja die Europäische Kommission noch nicht da ist. Frankreich, die französische Regierung ist auch so ein bisschen wackelig. In den Niederlanden auch eine Regierungskrise nach der nächsten. Österreich hat noch keine Regierung. Also das ist schon echt, das geht eigentlich nicht, dass Also Deutschland da jetzt ausfällt. Sie nehmen das schon sehr übel, dass Sie genau in dieser Zeit, auch noch an dem Tag, an dem Trump wiedergewählt wurde, da zurückgetreten ist, also zumindest rausgeworfen Wenn wurde. es inhaltlich nicht geht, dann geht es mal nicht mehr. Ich finde, es wäre gegangen. Also der Bundeshaushalt ist 480 Milliarden schwer. 8 Milliarden haben wir nicht zugekriegt. Boah, also kann mir eigentlich keiner erzählen, dass es nicht geht. Aber nun ging es halt nicht mehr. Was ich schon befremdlich finde, ist, wenn man dann nachliest, was sich so als Ergebnis von hartem Ringen dargestellt hat, ist in der kalten Küche geplant worden. Das nehme ich ein bisschen übel. Aber Glauben Sie denn, dass das so gewesen sein könnte? es schien mir nicht besonders geplant zu sein. Eher so eine Art natürliche Destruktivität. Aber die Destruktivität habe ich natürlich erlebt. So ist aber jetzt auch egal. Ja. Also was soll's, ist vergossene Milch. Was interessieren mich Pläne der FDP von gestern? Das ist jetzt alles nicht mehr wichtig für die Zukunft, sondern entscheidend ist, dass wir jetzt schauen, was das Land braucht, was Europa braucht und nicht so eine Piff-Debatten führen für die Ausrichtung Deutschlands. Nee, aber wir werden jetzt auch gleich über die Zukunft Deutschlands und ihre Pläne sprechen. Aber natürlich interessiert die deutsche Bevölkerung, wie das da so schnell kaputt gegangen ist. Ich möchte Ihnen nur ein Zitat zeigen, das jetzt für Furore gesorgt hat. Angela Merkel, die ehemalige Kanzlerin, ist vom Spiegel gefragt worden, wie sie sich dieses Ampel-Aus erklärt, und sie sagte dazu nur ein Wort. Männer. Hat sie da ins Schwarze getroffen? Ja, ins Graue würde ich denken. Ich habe ja schon erzählt, dass die Umstände, also die objektiven Umstände, die Regierung überfordert haben. Das hat sie nicht gemeint. Das hat sie nicht gemeint. Ich weiß, sie meint, was sie gemeint hat. Ich will, wenn ich das darf, eine Anekdote erzählen. Ich war vor 14 Tagen auf einem Wirtschaftskongress, einem Start-up-Kongress, nur mit einer weiblichen Delegation. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ein deutscher Wirtschaftsminister nur eine weibliche Delegation mit hatte. Rein männliche Delegation, glaube ich, gibt es andauernd, aber also nicht bei mir, aber davor wahrscheinlich. Und es war wirklich anders. Also im Flugzeug war eine andere Stimmung, weil die Gründerin, Start-up-Frauen konstruktiv miteinander gesprochen haben. Ich musste da nicht, wie ich das sonst immer versuche zu tun, so eine Art, jetzt müssen wir uns mal alle kennenlernen und wer bist denn du? Die waren schon voll im Gespräch drin. Aber also, was soll das heißen, dass es schon, mit einer Frau in der Regierung besser gewesen wäre? Ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist das Kommunikationsverhalten zwischen Männern und Frauen anders. Also das sage ich als Mann und das sage ich etwas verschämt als Mann. Aber na klar ist mir bewusst, dass männliches Gesprächsverhalten, wenn man nicht dagegen anarbeitet, bedeutet, ich weiß, wie es geht und die Ellbogen gerade. Und das ist bei Frauen manchmal anders. Okay. Das heißt aber nicht, dass wenn Christiane Lindner war und Olaf Scholz, wie gesagt, das ist ja nicht die weibliche Form von Olaf, ich weiß es nicht, und ich bin Roberta, dass es dann besser gelaufen wäre, zwingend. Sondern einmal der Punkt, Herr Habeck. Frau Merkel meint, man darf die Dinge nicht persönlich nehmen. Sie sagt, das sollte man tunlichst vermeiden. Und das meint sie mit männlich. Die Dinge persönlich nehmen. Aber der Punkt ist aus meiner Sicht, deswegen sage ich ja grau. Sie hat da schon einen Punkt. Nun kann es aber auch heißen, dass Männer an sich arbeiten können und zuhören können und versuchen, nicht im schlechtesten Sinne männliches Verhalten an den Tisch zu legen. Das jedenfalls nehme ich mir immer wieder vor. Ob es gelingt, muss jemand anderes entscheiden. Aber die Wirklichkeit geht halt nicht weg, wenn sich die Geschlechter ändern. Und die Wirklichkeit hat die Antworten, die wir in der Regierung gegeben haben, als ungenügend erscheinen lassen. Das ist das Problem. Das ist das Problem, über das gesprochen werden muss, egal welche Frauen da sind. Und jetzt, wenn ich das noch naseweiß sagen darf, wir haben ja wahrscheinlich 2 weibliche Spitzenkandidatinnen, nämlich Alice Weidel und Sarah Wagenknecht. Ob das mit denen immer so besser geht, also ich würde mal sagen, in Sachsen und in Thüringen und in Brandenburg geht so vielleicht. Ja? Also dass jetzt die nun besonders geschmeidig sind, diesem Land eine kommunikativ zuhörende Kultur zu geben, ich habe das anders erlebt. Also die Chromosomenausrichtung ist jetzt nicht alles entscheidend für den politischen Erfolg, aber die Größe der Herausforderung, die ist da. Und die ändert sich auch nicht, wenn wir gewählt haben. Nur wenn eine neue Regierung da ist, ist die Wirklichkeit keine andere. Und das ist das, worüber gesprochen werden muss. Vielen Dank, Robert Habeck, bis hierhin. Und wenn ihr das ganze Gespräch sehen wollt, dann müsst ihr hier klicken.